Moin und herzlich willkommen zur 6. Folge unseres Italien-Videoblogs. Ja, wie ihr in der letzten Folge von Gerrits Tagebuch schon gesehen habt, hat sich einiges hier in Rom getan. Grund für uns, auch mal auf diese Baustelle zu schauen. Wir stehen hier vor dem Tiber und ihr wisst ja auch, dass Rom sehr viele Brücken hat. Wir können sie nicht alle nachbauen, deswegen haben wir uns für die 4 wichtigsten entschieden. Und wie man hier sehen kann, fehlt ja noch eine. Und wir wollen euch mal zeigen, wie man so ein kleines Meisterwerk im Maßstab 1:87 nachbaut. Unser Modellbauer Sönke hat sich dieser Aufgabe gestellt und ist schon mitten in der Recherchearbeit und wir schauen ihm mal über die Schulter. Moin Sönke. Moin Andi. Na, guckst du Urlaubsbilder an oder wie? Wie Urlaub? Ist hier knallharte Recherche ist das jetzt. Also wir bauen ja bauen 4 Brücken in Rom, bauen wir nach. Unter anderem, wie du hier sehen kannst, die Ponte Vittorio Emanuele II. Das ist eine der 4 Brücken. Und wichtig für uns sind natürlich diese ganzen kleinen Details. Ne? Also das wären alles Einzelstücke, denke ich mal. Also ich bin das mal durchgegangen. Also du meinst jetzt hier diese ganzen kleinen genau, die ganzen, da drunter. ja, hier eine Zierleiste und dann haben wir ja hier das Geländer und den Zaun und ich denke, das wären so 5, 6, 7, 800 Teile oder mehr. Also bestimmt. Okay. Also ja. Das wären alles einzelne Stücke, die man dann von Hand auch wieder einzeln zusammensetzen darf. Also das ist dann nicht so. Wir haben zwar die Maschinen, die spucken uns alles aus, aber Handarbeit ist es ja trotzdem, ne? Weil wir noch keine Maschine haben, die meine Hände ersetzen. Klebt, ja. Genau, das die das dann kleben. Sehr fortschrittlich. Richtig. Aber deswegen Handarbeit. Genau, es ist und bleibt Handarbeit. Auch wenn wir die Maschine als Erleichterung haben. Ich muss das nicht von Hand anfertigen, aber ich muss es von Hand zusammenbauen. Und dann würde ich sagen, schließe ich hier den Ordner, damit Stefan den drüben oder der Fräser drüben den aufmachen kann. Ja. Und dann gehen wir mal los. Ja, machen wir. Moin Stefan. Moin. Ja? Ich habe dir mal auf den Server dein nächstes Projekt gelegt, ne? Dass du mir nochmal die Brücke in Rom fräst. Okay. Und dann hier von unserer Italienreise. Italienreisefotos? Jo. Ich habe da mal alles so reingepackt. Ich hoffe, es ist alles da, die ganzen kleinen Details. Diese Schnörkel, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Nachher. Und dann, ja. Kannst du, wenn irgendwo Probleme sind, meldest du dich einfach noch, ne? Ich danke dir. Viel Spaß, ne? Ja, gerne. Ich bleibe erstmal hier und schaue mir an, wie das Ganze hier denn funktioniert. Ja, ich hoffe, du kannst mir ein bisschen was zeigen. Was machst du denn als allererstes? Ja, jetzt habe ich erstmal die Bilder von Sönke bekommen. Die werde ich mir mal durchgucken, wie das Ganze so aussieht, wie die Gegebenheiten sind. Und dann mache ich mir hier ein neues Projekt auf und fange an zu zeichnen. Ein bisschen Proportionen festlegen, gucken, wie viel Platz ich habe auf der Anlage. Und, also wird die Brücke denn im Maßstab 1:87 sein? Oder wird sie naja, für die Figuren natürlich schon. Ja. Das wird ja sonst komisch aussehen. Aber unser Tiber ist wesentlich schmaler als im Original. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das stauchen, dass es nicht auffällt. Also man ändert den Radius, das muss man dann mal sehen, wie es nachher am schönsten aussieht. Da probiere ich jetzt so ein bisschen dran rum. Kannst du denn ungefähr sagen, wie lange das dauern wird, bis du, sag ich mal, eine präsentierfertige Brücke auf deinem Bildschirm hast? Ja, ich denke mal, ich zeichne jetzt ungefähr knappe Woche oder so und dann mit Fräsen, ich denke mal so 2 Wochen, dann kann man schon was sehen, dass man was zusammenbauen kann. Ja, dann komme ich einfach mal in einer Woche wieder und schauen mal, was du schon Schönes gemacht hast. Ja, machen wir so. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ja, und wie weit bist du? Ja, ich habe jetzt hier die Teile soweit gezeichnet und demnächst geht das ans Fräsen. Also du siehst hier verschiedene Materialstärken und die ganzen Einzelteile für die Brücke sind hier aufgelistet mit den Stückzahlen, wie viel ich von was brauche. Und dann stelle ich hier noch die Fräsbahn ein, die Werkzeuge, wie tief und so weiter und so fort. Und dann schicke ich es los. Also dann schicke ich es an die Maschine und dann gehe ich rüber und gucke, was so passiert. Alles klar. Ja. Ja, genau, das ist unser großer Zündblatter. Alles klar. Damit machen wir das Ganze. Also Fräse auch genannt. Ja. Aha. Also richtig schön festmachen. Mit 2 Schlüsseln richtig schön anziehen. Ja, und dann wird das hier eingesetzt. Ja. Das ist der Staubsauger für den Span. Muss auch dabei sein. Ja. So, und jetzt hat er Saft. Jetzt zieht er die Platte auf den Tisch. Alles klar. Dann kann nichts verrutschen und dann kann ich die Maschine starten. Na dann, hau rein. Ja. Okay.
Ja, So, so einfach ist das. fertig. Und jetzt? Die sind jetzt fertig. Die packen wir jetzt hier zu den Restteilen Ja. in die Kiste Okay. für den Sönke. Für den Sönke. Und dann geht das Ganze rüber zum Zusammenbauen. Klack, klack, klack. So, Sehr cool. Ja, dann und dann geht's los. gehe ich mal wieder los. Ne? Na, guck mal hier, ich habe was Feines für dich. Ja, super. Meinst du, das sind jetzt alle Teile von der Brücke, ja? Ich gehe mal davon aus, also ich bin nur der Bote. Nein, ich werde das dann jetzt mal anfangen zu sortieren, sauber machen. Ja. Habe ja hier meine Pläne. Soll ich da irgendwas helfen beim Saubermachen oder so? Oder? Kannst du das versuchen, das kann eigentlich jeder. Ne? Ja? So, nee, Ja. danke für das eine Teil. Für die Ja, kein Problem, gerne. Du hattest mir wirklich das Schwierigste gegeben. Ja, und dann sortiert man sich das immer und dann ist das Das Fundament. das Fundament. Gut. Und dann muss ich das tatsächlich mal sortieren. Das sind so. Der Kleber. Arbeiten ja hier nach Vorschrift. Dann kannst du da mal den Knopf drücken, bitte. Ist der jetzt an? Ah ja, Funktioniert. 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 Dann nehme ich mir mein erstes Teil. Und dann können wir das hier so schön ausgleichen, mittig. Aber so viel Kleber machst du da ja eigentlich gar nicht dran, ne? Es muss auch gar nicht, also es muss zwar verklebt werden, aber es ist ja etwas in der Anlage, das heißt, da soll ja auch gar keiner mehr ran. Ah, okay. Reicht eigentlich, wenn man das so positioniert und dann hält das. Na, ich denke, das letzte Stück kannst du selber kleben. Hey, also, legst es da ja eigentlich nur oben drauf. Genau. Dann klebe ich das Ganze mal. Da habe ich auch schon. So, Säule fertig. Genau. So, das Ding ist ja jetzt fertig. Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Wie bei diesem Ding, alle Teile sortieren, auf den Plan legen und dann Stück für Stück zusammenkleben. Ja, ich bin gespannt, wie lange das dauert. Das bin ich auch. Ja, würde ich einfach sagen, ich komme wieder, wenn das Ding einfach Form angenommen hat, dann sitze ich nicht hier einfach 2 Jahre, bis das fertig ist. Richtig. Das dauert. Und ich fange einfach an. Perfekt. Na, Dann gut. sehen wir uns dann. So, Andi, ich denke, dann stellen wir uns mal die Brücke und bauen das Ding ein rum, ne? Auf jeden Fall. Super. Soll ich dir irgendwie was? Nee, Quatsch. Nee, das krieg ich so. So, Andi, willkommen in Rom. Ja, danke schön. Der Kreis schließt sich und jetzt wird endlich die Brücke hier auf der Tiber eingebaut. Ich denke mal, ich gehe einfach mal voran, dann Aber das machen. nicht mit Schuhen, ne? In Rom herrscht Sockenpflicht. Ja, Jetzt. ja. Okay, dann gucken wir mal. Ja. Sehr gut. So, dann kannst du mal die Kabel entwirren und hier durch das Loch stecken. Ach so, Das ist ja die ganze Kabel Elektronik. entwirren. Da in das Loch rein oder was? Ja, genau. Das ist dann für die komplette Elektronik.
Ja, dafür sind also die vielen, vielen Löcher auf der Anlage. Genau. Irgendwo müssen kommst du unsere, da? Okay. irgendwo müssen die Kabel ja. Achso, was mit dem hier, das auch? Ja, ist auf der anderen Seite. Ah ja. Das ist ein Zugkabel für eine spätere Ampel. So, drin. Super. Also jetzt wird endlich das Puzzle hier mal zusammengesetzt. Man merkt, es bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Ah, ja. Unter den Fußweg. Klack. Klack. Nee, noch nicht? Jetzt. So. Passt. Ja. Wackelt und hat keine Luft. Hat keine Luft. Ja, Das sitzt für die Ewigkeit. Passt perfekt, das Ding. Und ganz fertig ist die Brücke auch noch nicht. Ne? Wir haben ja gesehen, hier oben sind ja noch so ein paar Engel drauf und hier sind ja auch noch so Statuen. Ja, das heißt, Die müssen jetzt auch noch gemacht werden und dann kommt es noch dazu, aber dann sind wir so 1215, 1220 Teile. Wahrlich ein kleines Meisterwerk geworden und meine persönliche Empfehlung, wenn denn irgendwann Italien mal eröffnet ist, sich mal diese ganzen kleinen, feinen Details anzuschauen. Und der Tiber ist natürlich auch nicht über Nacht entstanden und wir zeigen euch als Abspann mal diese kleinen Zusammensetzungen, wie denn dieses ganze Ding überhaupt gebaut wurde. Ja, damit sage ich Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut. Tschö.